Hallo meine Lieben, in diesem Video schauen wir uns das wohl beliebteste SEO-Plugin für WordPress an, nämlich Yoast SEO. Ich mag dir in dem Video zeigen, auf der einen Seite, wenn du es neu installierst, wie du es konfigurierst oder wenn du es installiert hast, damit du überprüfst, ob du auch alles richtig eingestellt hast. Wir werden auch ganz leicht auf die Unterschiede zu RankMath SEO eingehen. Wenn euch das Plugin mehr interessiert, dann blende ich euch jetzt ein Video ein, wo ihr unsere RankMath Tutorial dir anschauen kannst. Yoast SEO ist grundsätzlich kostenfrei und die kostenfreie Version kann wirklich viel. WordPress selbst ist aus SEO-Sicht, aus meiner Sicht gar nicht so stark, aber eben mit so einem Plugin wie Yoast SEO entwickelt es seine grundlegende SEO-Fähigkeit. Ich habe für euch vorbereitet eine WordPress-Installation, die ist relativ neu. Das Einzige, was ich hinzugefügt habe, waren so ein paar Demo-Inhalte. Das heißt, dass wir da ein paar solche Seiten zur Verfügung haben. Im Kontext über Plugins installieren können wir uns jetzt, wenn wir hier nach Yoast suchen, das Plugin installieren. Haben wir es installiert, brauchen wir es nur aktivieren. Und schon startet sowas wie eine Möglichkeit eines Assistenten. Würde ich durchmachen, wenn ihr das erste Mal vielleicht installiert. Keine Angst, würdet ihr abbrechen oder es irgendwas Problem geben, könnt ihr das nachher in den Einstellungen alles wiederholen. Also wir sagen hier, startet den Assistenten, dann werden wir ein paar Dinge gefragt. Da gibt es einen Assistenten, Optimierung der SEO-Daten beginnen, der analysiert so ein bisschen, wie viele Seiten und Blogartikel gibt es und macht jetzt aufgrund der Settings, die wir schon gemacht haben, Vorschläge. Grundsätzlich können wir uns hier entscheiden, sind wir jetzt eine Organisation, also Firma, was in den meisten Fällen auf uns zutreffen wird, oder ist die Website eher, handelt die über eine Person. Also wenn wir da sagen, es ist jetzt eine Organisation und Name der Website ist das, was ihr grundsätzlich am Anfang eingegeben habt, kann man aber natürlich abändern, dass man zum Beispiel sagt, heißt zum Beispiel meine Firma It Helps. Und Organisationsname ist dann der Firmenname, ist in dem Fall It Helps Digital zum Beispiel. Dann kann ich eben ein Logo hochladen, einfach euer Logo auswählen, hochladen und das ist schon die Magie. Social Media Profile können wir hinzufügen. Ich füge jetzt nur YouTube hinzu. Da ist die Frage, ob Yoast SEO Daten von euch weiterverarbeiten kann, ob euch der Newsletter interessiert, kann man leer lassen und fertig ist die Konfiguration. Okay. Grundsätzlich, hier sagt uns schon eine Meldung, nämlich eine sehr wichtige Einstellung, die ab und zu vergessen wird, und zwar, dass die Webseite in den Einstellungen für Google gesperrt ist. Ich zeige euch das trotzdem vollständigkeitsweise. Unter Einstellungen und Lesen steht hier, Suchmaschinen davon abhalten, die Website zu indexieren. Wenn das angehakelt ist, dann darf Google eure Website nicht in den Index aufnehmen. Er liest sie zwar, aber er verarbeitet sie nicht. Also das auf jeden Fall umstellen. Das Yoast SEO befindet sich auf der einen Seite eben das Hauptmenü hier, wo mir immer wieder gewisse Informationen benachrichtigt werden. In den Einstellungen passiert aber eigentlich die ganze Magie. Also hier haben wir ganz viele verschiedene Bereiche, die wir aktivieren können oder uns mit Yoast SEO Premium eben dazuholen können. Website-Grundlagen ist ganz interessant. Hier würde ich als Trendzeichen immer einen Hochstrich wählen. Website-Bild betrifft immer sozusagen die Social-Media-Daten. Das heißt, wenn man das auf Facebook teilt, was für ein Bild sieht man. Hier kann man eins vorbereiten, wenn man möchte, kann man aber auch leer lassen. Genau, das war es in dem Teil schon. Darstellung der Website. Hier kann ich das nochmal überprüfen, was wir schon besprochen haben. Unter Website-Verbindungen kannst du jetzt deine Google Search Console oder eben Baidu und so weiter miteinander verbinden. Das ist nicht zwingend notwendig, aber es hilft dir einfach, Daten in Yoast SEO zu sehen. Solltest du die Search Console noch nicht hinterlegt haben in deiner Website, dann kannst du hier diesen Verifizierungscode hinterlegen. Ist jetzt nicht zwingend notwendig, es ist eben nur sinnvoll, wenn du ein paar Daten sehen möchtest. Gut, gehen wir zu den Inhaltsarten, also die Homepage. Hier sieht man immer die Variation, wie dann sozusagen ein Titel und eine Metabeschreibung aussieht. Das ist genau das, wenn man in der Google-Suche eben etwas anzeigt, ist immer oben der Titel unter der Metabeschreibung und das ist das, was du hier generell sozusagen definierst. Von dieser Reihenfolge her finde ich es nicht so ideal. Ich schlage hier eine andere Reihenfolge vor. Das heißt, wir haben immer den Seitennamen, Beispiel über uns, Hochstrich und dann Titel der Website. In dem Fall, glaube ich, war das It Helps Unternehmenswebseite. Den Rest können wir wieder leer lassen. Das ist eben, wenn du in Social Media das ein bisschen besser aussteuern magst. Das kann man dann aber pro Seite extra beeinflussen. Gleiches Thema mit dem Beitrag. Beitrag ist ja in WordPress sozusagen der Blogartikel in dem Normalfall und Seiten ist sozusagen die Inhaltsseite, die Verkaufsseite und so weiter. Auch hier würde ich das immer umdrehen. Hier passt es, also es ist Titel oder die Seitenname, dann Trendzeichen und Titel der Website und bei der Seite genau das Gleiche, das passt perfekt. Hier ist wichtig, dass das Hakerl an ist, damit beide in der Sitemap eben aufscheinen. Was die Sitemap ist, erzähle ich gleich. Weiter unten kann man eben den Schemadaten, das sind strukturierte Daten, kann man grundsätzlich so lassen. Wir sind jetzt im Bereich Beiträge. Der Seitentyp ist eigentlich immer Webseite, Standard mal und der Artikeltyp
ist Artikel oder Blogbeitrag, die sich nur ganz leicht unterscheiden. Ich würde das in den Standard-Settings mal so lassen. Kategorien und Schlagwörter, da würde ich euch empfehlen, die Kategorien immer zu deaktivieren. Somit ist das restliche Menü egal und auch die Schlagwörter. Das sind meist URLs, die erzeugt werden, die leider für den User keinen großen Mehrwert haben oder für Google meist sinnlos sind und wir deaktivieren sie eigentlich immer. In den erweiterten Einstellungen, wie es der Name schon sagt, können wir viel mehr einstellen. In dem Grund ist hier nicht so viel zu tun. Bei der Crawl-Optimierung kannst du es grundsätzlich mal so lassen, wie es ist. Das sind sehr technische URLs oder Informationen im Code, die man ein- oder ausblenden kann. Aus meiner Sicht macht das kaum einen Unterschied für SEO, kann man aber sich natürlich hier einlesen. Hier wird zum Beispiel genannt, dass es eine WordPress-Installation ist. Wenn man das nicht wollen würde, dann kann man das hier auch hier entfernen. Genau, dann haben wir die Breadcrumbs, das sind die Brotkrümel, das sieht man meistens oben auf der Website. Wenn ich sozusagen im Menü oder auf Seiten runter navigiere, sehe ich, wo bin ich gerade, also wie ist dieser Pfad. Und hier sind die Einstellungen dafür, was für Trennzeichen der verwenden soll. Die Einstellungen kannst du hier genauso lassen. Nächstes ist das Autorenarchiv. Autorenarchiv aus meiner Sicht würde ich nicht aktivieren und auch die Darstellung in der Suche würde ich somit deaktivieren. WordPress erzeugt sehr gerne diese /author/ Benutzername, diese URLs sowie die Tags und die Suchwörter, Kategorieseiten sind meist Blödsinn. Ähnlich mit den Datumsarchive. Die meisten Webseiten, behaupte ich mal, verwenden kaum Datumsarchive, beziehungsweise sollte man das auch anders lösen. Gleiche Thema mit Formatarchive. Ich habe das noch nie aktiv gesehen. Ich deaktiviere es immer, falls es in deiner Installation vorkommt. Gleiches Thema, macht meist keinen Sinn. In den weiteren 3 Menüpunkten, spezielle Seiten, Medienseiten und RSS, gibt es nichts für dich einzustellen. Hier ist alles okay. Im Bereich Integrationen könntest du dich mit verschiedenen Tools verbinden. Wir haben ehrlich gesagt noch nie welche verwendet oder verwenden sie standardmäßig nicht. Kann man sich sicher mal herumspielen, wenn du darauf Lust hast. Im Grundset aber auf jeden Fall nicht notwendig. Im Bereich Werkzeuge haben wir wirklich ganz coole Sachen. Auf der einen Seite können wir unsere Einstellungen jederzeit hier exportieren und vielleicht woanders importieren, wenn du mehrere Webseiten hast. Du kannst Dateien editieren wie die HT-Access, die robots.txt, die so normalerweise sehr mühsam sind, über FTP anmelden und die Dateien zu ändern. Wenn du die Dateien noch nie gehört hast, vergiss es. Du brauchst das auch jetzt nicht sehr super aktiv. Wenn du weißt, was das ist, dann ist das hier eine coole Stelle, um das zentral bearbeiten zu können. Massenbearbeitung ist sicher auch cool. Stell dir vor, du hast lauter Blogartikel, die sind alle mit dem Datum oder Jahr 2021. Du kannst mit Suchen ersetzen, alle Titel automatisch verändern auf 2023 oder whatever. Das richtig Coole ist an Yoast SEO, dass es einen Akademiebereich gibt. Das zeigt auch ein bisschen die Stärke. Auf der einen Seite haben wir gesehen, wir haben relativ wenig jetzt an Setup durchführen müssen und wir sind schon nahezu durch. Und das andere ist, dass wir einen Akademiebereich haben, wo du wirklich Stück für Stück dich da hinein lernen und lesen kannst. Workouts ist so ein bisschen ein Spielbereich, also sprich so ein Lernen verbunden mit Gamification. Das heißt, das Plugin versucht dich in der Pro-Version ein bisschen zu animieren, sozusagen Dinge zu optimieren. An Weiterleitungen, das ist leider ein bisschen ein Nachteil, ist sozusagen nicht verfügbar, wenn du Yoast SEO kostenfrei verwendest. Das ist, wenn du Umleitungen machen möchtest oder automatisierte, wenn sich zum Beispiel dein Pfad mal verändert, du was umbenennen möchtest und so weiter, dann ist das sehr essentiell im SEO. Es gibt das kostenfreie Tool Redirection, das kannst du auch installieren und stattdessen verwenden oder ergänzend zu Yoast SEO, dann brauchst du die Pro-Version nicht kaufen. Pro-Version kostet aktuell $100 für eine Website pro Jahr. Ist es das wert? Ich würde sagen, ja, weil es sind 8 Euro für SEO. Wenn SEO mir 8 Euro nicht wert sind, dann weiß ich nicht, ob SEO überhaupt du viel Energie investieren solltest, weil die Energie, die du investierst, viel teurer sind als diese paar Euro mehr im Monat. Hier nochmal eine schöne Übersicht, was so ein bisschen der Unterschied ist. Also Social Media Snippets, das ist das, was ich vorher immer so ein bisschen angedeutet habe, dass man bei jeder Seite das adaptieren kann, wie die in Facebook aussehen sollte. Und das ganze Thema Link-Tipps, also internes Linkbuilding ist ein wichtiges Thema. Hier hat Yoast Pro sozusagen ein Werkzeug für euch, der Redirect Manager und ohne Werbung, genau. Kostenfrei versus $99. Das Wichtigste bei WordPress, und das würde ich relativ am Anfang einstellen, wenn du das nicht eingestellt hast, dann würde ich auf jeden Fall das mit Umleitungen machen, damit jede URL sozusagen erhalten bleibt. Aber unter Einstellungen Permalinks kannst du ein bisschen einstellen, wie deine URL-Struktur dargestellt werden soll. Und es ist nicht zu empfehlen, und das ist der Standard, dass hier das Datum mit in der URL bei Blogartikeln zum Beispiel drinnen sind. Aus meiner Sicht die beste Option ist, wenn du dich da nicht großartig herumspielen magst, ist eben Beitragsname. Sprich hier wird zum Beispiel stehen www.etaps-digital.com, kommt hier eine Kategorie und danach der Beitrag.
Warum ist das Datum grundsätzlich schlecht? Das bezieht sich meist auf das Erstellungsdatum und signalisiert Alter. Und in manchen Situationen möchtest du das nicht so prägnant kommunizieren, beziehungsweise datest du vielleicht ständig deinen Artikel ab, aber wenn da steht Artikel aus 2011 in der URL-Struktur, dann ist das Käse. Die URLs dauernd zu verändern macht auch keinen Sinn, weil es gibt eine goldene Regel, niemals URL-Pfade zu verändern, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Die echte Magie befindet sich aber an einer anderen Stelle von Yoast SEO, nämlich bei den Beiträgen und bei den Seiten. Wenn du jetzt eine Seite öffnest und du machst zum Beispiel deine Startseite auf, dann siehst du hier ein neues Menü. Das ist manchmal ganz unten. Ich zeige es euch gleich, das ist der Gutenberg-Editor. Ich zeige es euch bei einem Beitrag. Also Hallo Welt, dann habt ihr es eben hier im unteren Bereich. Und die Logik ist immer folgende, das ist so eine Art Checkliste, nicht mehr und nicht weniger, das ein bisschen ein Ampelsystem funktioniert. Das heißt, ich kann hier sagen, das ist ein Blogartikel, mit diesem Blogartikel würde ich gern gefunden werden mit Hallo Welt. Das macht jetzt total keinen Sinn. Ich muss vorher mir überlegen, mit welchem Begriff möchte ich mit dieser Seite gefunden werden. Und wenn du das weißt, dann trag das, bei jeder Seite ist es ein anderes Keyword, trag das dort ein. Was das Plugin aber macht, ist sozusagen einfach eine Checkliste durchgehen. Auf der einen Seite seht ihr jetzt oben, wie würde die Webseite in Google aussehen. Das heißt, wir sehen ein Datum, wir sehen Hallo Welt, WordPress-Seite für YouTube, weil er sich das daraus generiert. Wenn ihr das gerne überschreiben wollt, dann könnt ihr das einfach hier an der Stelle, Hallo, besserer Titel, und auch die Meta-Beschreibung, die in dem Fall generiert wurde, kann ich ergänzen und sagen, das ist eine super Website, bitte klicke unbedingt darauf. Und ihr seht sozusagen, wie das in Google aussehen würde. Einmal groß und einmal klein. Und hier ist diese angekündigte Checkliste. Er nimmt einfach diese Phrase und prüft gewisse Themen. Also Beispiel, es gibt keine ausgehenden Links, ich soll welche hinzufügen. Das hat was mit Relevanz zu tun. Wenn du einen Blogartikel schreibst, Wikipedia verlinkst, dann zeigt das, oder auf Studien oder sonstige Dinge die Quelle angibst für Informationen, dann ist das was Positives. Bilder mit Altattributen hinzufügen, interne Links, also sprich keiner zeigt auf diesen Blogartikel und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Liste ist einfach durchzugehen. Immer wenn du dich nicht auskennst, gibt es am Ende einen Link. Wenn du den aufmachst, kommst du eben auf die Beschreibung von Yoast in englischer Sprache, die so ein bisschen erklärt, was welche Fehlermeldung bedeutet. Ich habe auch Kundenwebseiten oder eigene Webseiten, die rote Punkte haben. Das sieht Google per se nicht negativ. Das ist eine Checkliste, die sozusagen vielleicht 30 von 210 Kriterien erfüllt. Es ist ganz gut zur Orientierung. Wir Profis haben diese Liste im Kopf und es ist ganz gut, immer wieder nachzuschauen. Ich würde mich nicht krampfhaft daran festhalten. Das ist das, was ich da sagen wollte. Bereich Erweitert ist interessant. Du kannst eben hier einstellen, wenn aus irgendeinem Grund diese Seite nicht in der Google-Suche erscheinen soll, dann kann man hier einfach auf Nein drücken oder beziehungsweise irgendwelche weiteren Meta-Robots hier hinzufügen. Du kannst auch den Canonical URL hier überschreiben. Das ist etwas, mit dem du dich auskennen solltest. Aber wenn du dich damit auskennst, dann kannst du das an dieser Stelle tun. Wenn man weiter rauf scrollt, haben wir auch einen Bereich des Lesbarkeit. Ich mag den nicht so sehr. Grundsätzlich ist empfohlen immer einfache Sprache, direkte Ansprache. Aber grundsätzlich versucht hier ein Computer, den Text zu bewerten, das ja grundsätzlich funktioniert, aber vielleicht jetzt nicht ins letzte Detail. Schemadaten ist hier, wenn du hier irgendwas Spezielles hinzufügen kannst. Ich zeige mal, was es hier alles gibt. Du kannst deine Über-uns-Seite extra hier dann auszeichnen als über uns. Da wird einfach Google kommuniziert im Programmcode, in den strukturierten Daten, dass das jetzt eine Über-uns-Seite ist. Im Social ist das, was ich im Pro schon erzählt habe. Was hier nicht funktioniert, ist die Vorschau. Du kannst aber sehr wohl eben ein Bild hochladen, den Titel und die Beschreibung. Und das ist genau das, das du dann siehst, wenn du eben in Facebook zum Beispiel diesen Link publizierst. Du siehst halt hier die Vorschau nicht, aber was, glaube ich, absolut okay ist. In Zeiten von Eat ist natürlich auch der Autor sehr interessant. Schau immer, dass hier dein Name genannt ist und aktiviere gegebenenfalls auch die Autorenseite, wo du ein bisschen von dir als Autor, als Kompetenz eben sprichst. Das war unser Yoast SEO Tutorial. Aus meiner Sicht ist Yoast SEO deswegen so beliebt, weil in Wahrheit installiert man das Plugin, stellt vielleicht an 2-3 Stellen etwas um und die Magie ist geschehen. Und dann arbeitet man wirklich Seite für Seite, tragt sein Keyword ein und optimiert hier, um alle Ampeln auf grün zu stellen. Böse Zungen behaupten, dass manche Anbieter am Markt nur das als SEO verstehen. Ich darf es noch einmal sagen, das sind 30 Kriterien, die hier beachtet werden. Von ca. 210 im SEO haben wir immer technische Optimierungen, inhaltliche Optimierungen und Backlinks. Das Ding hat zum Beispiel Backlinks gar nicht beachtet, logischerweise. Er sagte zwar, du solltest Backlinks aufbauen, aber kann es natürlich nicht für dich tun.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es gerne mit einem Freund und Kollegen und schenke uns einen Daumen hoch. Und wenn dich das Thema RankMath SEO Plugin mal als Alternative interessiert, dann blende ich dir das jetzt ein. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich, dich bald wieder in einer unserer Videos begrüßen zu dürfen. Bis bald.